Schönen guten Tag, euer DePumkin wieder am Start mit Amnesia The Dark Descent. Letzte Folge haben wir dieses schöne Rätsel hier gelöst. Zwar auch ein bisschen ungewollt. Wir sind gefickt. Ah ja, warte mal. Perfekt. Dann haben wir dieses Maschinenrätsel auch gelöst. Das ist das zweite Maschinenrätsel. Und damit schau mal einer an. Es hängt fest. Wir müssen wohl als erstes hier lang gehen. Zisterne. Ich weiß noch nicht, was eine Zisterne ist, aber ziemlich böse, glaube ich. Es ist bestimmt sehr, sehr böse. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking. Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Irgendein Wasser, was für Maschinen gebraucht wird. Ich mag den nicht rein. Okay, jetzt war gerade der Fallschaden einfach nur. Das Weinen. Und das Weinen hieß nie was Gutes. Oh nein, nicht, dass dieser komische Typ da wiederkommt, den ich einmal kurz gesehen habe mit dem gespaltenen Kopf. Was war das? 7th of August, 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Ui. Ich würde mal sagen, ich habe gerade hart Scheiße gebaut. Ich habe gerade verdammt hart Scheiße gebaut.
Ich habe noch Panik, dass so ein scheiß Monster bei mir ist. Weil ich war die ganze Zeit so scheiß Wasser. Da ist eine rostige Kette an der Decke befestigt. Ja. Skill nenne ich das. Nicht. Also irgendwie, die Rätsel sind jetzt nicht besonders schwer manchmal. Oh, perfekt, zweiter Zettel. 8th of August, 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Okay, die Kugel scheint immer mehr Scheiße zu bauen. Und auch ich scheine gerade immer mehr Scheiße zu bauen. Das ist gerade ganz schlecht. Ah, Arschgeige. Alles ist gut, perfekt. Easy. MLG Skills. Zettel. August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Wir scheinen mitgemacht haben, also geholfen haben, ziemlich viel Scheiße anzurichten über Schloss Brennburg, und ich glaube, wir haben die Scheiße hier reingebracht. Langsam, das ist sehr doof. Naja, komm, was soll's. Passiert uns einmal. So, dann beende ich die Folge auch für heute. Hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr sehen wollt, was weiter passiert, wenn wir das dritte Rad betätigen, dann schaltet das nächste Mal wieder ein bei Amnesia. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Euer DePumkin. Ciao, ciao.